willkommen zu einem neuen Make-up-Tutorial von Mask World. Heute zeigen wir dir in wenigen Schritten, wie du dich in den Heath Ledger Joker aus The Dark Knight verwandeln kannst. Viel Spaß und los geht's! Zuerst gestaltest du mit Tubelast die Mundwinkelnarben. Das Produkt kann direkt aus der Tube aufgetragen und modelliert werden. Es trocknet recht schnell und es können leicht mehrere Schichten appliziert werden. Das Produkt bleibt weich und flexibel, wenn es getrocknet ist, weshalb es sich besonders gut für den Mundbereich eignet, wo viel Bewegung stattfindet. Anschließend grundierst du dein Gesicht ungleichmäßig weiß. Es darf ruhig etwas fleckig aussehen. Um die auffälligen Stirnfalten des Jokers nachzuahmen, nimmst du einen feuchten Q-Tip und entfernst an den Falten wieder etwas von der Schminke. Die Augen schminkst du mit schwarzer Wasserschminke großzügig über die Augenbrauen hinaus. Nachdem das hier kein Beauty-Augen-Make-up wird, darfst du ruhig ungleichmäßig arbeiten. Das machst du am besten mit einem weichen Eyeshadow-Pinsel. Mit dem kannst du zwischendrin immer leicht schattieren und verblenden. Beliebig ziehst du einige Striche dicker oder dünner und länger. Dann nimmst du einen angefeuchteten Q-Tip und verschmierst die Ränder. Du kannst auch noch ein kleines bisschen über die Stirn- und Zornesfalten gehen, sodass diese betont werden. Auch unter den Augen bis zum Wimpernkranz schminkst du mit schwarzem Aqua-Make-up. Mit rotem Aqua-Make-up malst du den Joker-Mund groß und weit über die Mundwinkel hinaus. Genauso verschmiert und unregelmäßig wie die Augen wird auch der Mundbereich gestaltet. Damit das Ganze noch etwas unruhiger wirkt, kannst du hier und da kleine Kleckse schwarze Schminke auftragen und die dann mit einem Q-Tip verwischen. Der Mundbereich wirkt dann insgesamt interessanter. Besonders die inneren Ränder der modellierten Tubelastnarben schminkst du leicht dunkel nach, um den plastischen Effekt zu verstärken. Als Finish nimmst du etwas Wundschorf Kunstblut und trägst es vereinzelt am Mund und auf die inneren Ränder der modellierten Narben auf. Das gelartige Kunstblut gibt nochmal mehr Tiefe und hinterlässt einen schönen Glanz. Wundschorf ist nicht flüssig und verläuft nicht und eignet sich perfekt als Wundenfüller, weil es an der aufgetragenen Stelle bleibt. Achte hierbei darauf, die Blutakzente wirklich nur vereinzelt zu setzen, damit ein cooler Effekt entsteht. Weniger ist manchmal mehr. Ganz zum Schluss setzt du noch einzelne Akzente und verwischst das Make-up noch ein bisschen. Um lange Haare unter einer Perücke zu verstecken, eignet sich ein Perückenhaarnetz besonders gut. Dann noch die grüne Joker-Perücke aufsetzen und fertig ist deine Verwandlung in den Joker. Alle verwendeten Produkte findest du in der Infobox. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button, abonniere unseren Kanal und aktiviere am besten auch gleich die Glocke, damit du in Zukunft kein Video von uns verpasst. Schreib einen Kommentar. Hat dir das Video geholfen? Hast du noch Fragen? Was sollen wir als nächstes machen? Außerdem findest du hier noch mehr Videos zum Weitergucken und last but not least, alles was du zum Verkleiden und Schminken brauchst, findest du bei uns im Shop auf maskworld.com.